Le Retour à la retour. maison. Ja genau, aber ich bin echt jetzt doch ganz schön im Eimer. Je suis fatigué. Je suis fini. Terminé, Je suis fini, terminé. Encore une fois. Et je prends une douche. Et après, travail. Oh, c'est dur. Es ist wunderschön. Mitten in der Natur. Und ich bin mittendrin statt nur dabei. Aber ich hoffe, es macht euch auch Spaß, das zu beobachten, wie ich mich hier abplacke hinter der Maschine her. Es ist einfach traumhaft. Und so geht es gleich richtig hoch. Ich glaube, das sind viele Höhenmeter heute. Aber mal gucken, wie ich das hinbekomme. Das ist ja auch wieder ein krasser Wald hier. Ich glaube, den ersten haben wir geschafft. Da sind wir, genau. Bon, on va. Là. 2 Les Stunden, heures. da gehen wir hoch. Let me tell you a story. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Alors on est ici. On va faire la fenêtre, la plaine d'Afouche. La plaine d'Afouche. Okay. Et on va arriver sur la crête de plaine d'Odan. D'Odan-Mafat, grande balade. Grand Ballade, okay. Ja. 4 heures. Ja. Es geht ziemlich steil bergauf und ich freue mich jedes Mal, wenn wir einen Moment haben, wo es geradeaus eben ist. Kann ich dann wieder ein bisschen Luft schnappen, weil die Maschine läuft wieder unerbittlich. Hier ist es wieder wie in einer anderen Welt. Je suis très content que nous faisons une autre balade. Ich glaube, den ersten haben wir geschafft. Bon, on va. Là. 2 Les Stunden, heures. da gehen wir hoch. Okay, das wäre schön, so schön gewesen, wir wären da runtergegangen. Aber nein, wir gehen weiter hoch. Luft holen und weiter geht's. So, das lasse ich mir jetzt aber trotzdem nicht nehmen. Einen Blick ins Fenêtre. Und wer sich fragt, warum ich die Drohne heute nicht dabei habe, ich bin da noch nicht fit genug. Aber ich habe die Drohne schon mal ausgepackt und bin geflogen vom Colorado Park aus in der Ravine in diese Richtung und kann euch so dann eben auch jetzt den Eindruck vermitteln, wie groß, wie mächtig das alles ist. Und irgendwann werde ich es dann auch während der Randonnees machen können, aber dazu reichen meine Fähigkeiten noch nicht aus. Allerdings zeigt sich so schon, welche gigantischen Möglichkeiten so eine Drohne bietet und ich freue mich wirklich darauf, das auch in Zukunft professioneller und besser einbauen zu können. Aber vor der Kür kommt die Pflicht und das heißt üben. Und so mache ich es halt auf hergebrachte Art und Weise. Aber das funktioniert ja auch ganz gut. Wir bewegen uns parallel auf der rechten Seite der Ravine Saint-Denis. Das heißt, das ist auch die man vom Colorado Park aus sehen kann. Praktisch weiter nach hinten ins Tal, würde man in Deutschland sagen. Also weiter aufwärts an dem Fluss. Und diesmal einen kleinen Ausblick. Jetzt müssen wir aufpassen, dass ich nicht abstürze. Da sieht man eine Richtung. Und es wächst überall dieser wilde rote Pfeffer. Aber das hier ist er nicht.
Das ist nicht zum Essen, das ist nur diese Dekoration, die man im Winter zu Weihnachten auch an den Geschenken hat. Das kennen wir auch in Deutschland. Das nicht essen. Und das hier ist eigentlich auch so eine Straße, die man fahren kann. Aber das sieht man auch immer noch von Garance. Erdrutsch. Und insofern ist sie immer noch sehr schwer befahrbar. Und schon geht's in den nächsten Wald. Der Fusch. Wow, das ist ja auch cool. Und dazwischen immer die Palmen. Und da hinten sehe ich einen meiner geliebten Farnbäume. De Variété. On dit ça, c'est une variété de fougères, ça il y a plusieurs. Et ça c'est un fangeant. Fangeant. Oui. Et l'autre c'est grande? Plus grande? Non, c'est plus petit, le fougère c'est plus petit. Ah, ok. Ça c'est du fangeant et le bas on coupe, on met des fleurs dessus, des orchidées. Also die mag ich einfach so gern. Wir haben noch einige Wegstrecke vor uns, aber es zieht langsam schon zu. Jetzt sieht man auch, wie die Erosion halt zusetzt, sobald es offen ist. Hat er vielleicht doch was dabei für ein Picknick partagé? Nein, ich glaube es nicht. Aber ich kann nur sagen, Kokoswasser, wenn ihr wandern geht, nehmt Kokoswasser. Kokoswasser macht müde Männer munter. Und das sind diese Kioske, wo man dann halt grillen kann und sich hinhocken kann. Sehr beliebt hier. Pique-nique partagé? J'ai rien à partager. Oui. Rien. Il y a le barbecue Oui. et tout est mouillé et il n'y a pas de viande pour faire la grillade. Non. Donc Okay. on va se contenter de l'eau de coco. So, vielleicht erinnert ihr euch an den Drohnenflug. Da bin ich von da hinten wieder hochgekommen aus Saint-Denis, hier hinten rüber zum Parc du Colorado. Und jetzt sind wir einfach viel weiter oben. Und hier auch wieder die Erosion, also das ist schon auch ein Problem. Alles, was wir an Erde verlieren auf der Insel, landet im Meer. Man sieht dann, wie sofort so die Bodendecker wieder kommen, rauskriechen. Aber mit jedem Wahnsinnsregen, mit jedem Sturm geht es halt trotzdem weiter. Da ist wieder von Garance abgestürzt. Da ist das ganze Ding rausgebrochen. Und dann so Teile wie hier oder wieder hinten. Ja, man sieht einfach, dass sich tatsächlich die Landschaft durch solche Ereignisse wie Garance auch umgestaltet. Das heißt hier, das wird ja niemand mehr wegräumen. Dann bahnt man sich einfach den Weg drüber oder außen rum. Eine Terrasse tiefer. Und ja, das ist halt lebendige Natur, die du auch nur begrenzt im Zaum halten kannst. Und viele Sachen hast du halt einfach auch überhaupt nicht in der Hand. Die Natur macht, was sie will. Ja, genau. 1100 Meter Höhe haben wir jetzt. Und ich glaube, die Geschwindigkeitsbegrenzung, genau. Ja, er rennt, aber für mich pas possible. Unser Weg führt uns weiter nach oben. Und Yannick zeigt, wie es tatsächlich auch möglich wäre, von dort oben abzusteigen, über den Sattel in die Ravinen runter und dann weiter in Richtung Colorado zurückzulaufen und von dort dann von unten her wieder nach oben zu steigen. Aber jetzt ist alles geschlossen, immer noch Nachwehen nach Garance. Und überall sind die Picknickstellen, weil die Leute hier einfach gerne draußen sind und Picknick machen. Da oben ist ein weiterer Kiosk. Und der liebe Gott hat wieder mal ein Einsehen. So können wir doch nach unten schauen. Sehen in der Entfernung Le Port. Und da geht es dann weiter in Richtung
Richtung Strand auf Saint-Paul, in diese Richtung dann eher Possession und hier dann Montagne, Ruisseau Blanc und da hinten Saint-Denis. Hier wieder dieser Kiosk und da unten sind wir gekommen, müssen wir dann später auch wieder runter. Es ist jetzt auch relativ frisch mittlerweile. Mais pour aujourd'hui, c'est la fin de notre marche. Et nous On retournons. redescend à la fenêtre. Ja, da ist aber einer jetzt sehr froh. Ich habe schon gedacht, wir müssten noch weiter nach oben, aber heute nicht mehr. Si on va à Dodane, on a encore 2h50. Okay, nein, das wären jetzt noch mal 2,5 Stunden. Ich muss noch arbeiten und ja, genau. Et si on va à l'Idata Guillaume, on redescend sur le même Oui, oui, sentier, on oui, oui. redescend à la maison. Quoi. Okay, dann haben wir insgesamt 4 Stunden, das reicht dann auch. Voilà, c'est terminé. 4 heures, c'est okay. Oui, là on Oui, a oui, 2h. oui. 2h23, hein. 2h23. Donc il faut Oui, oui. redescendre. No. Also, dann gehen wir jetzt wieder zurück, nachdem wir die Aussicht genossen haben. Es ist auch frisch, wir sind jetzt auf was? 1150 Meter oder sowas. Und da muss man in Bewegung bleiben, sonst wird es dann auch kühl. Genau. Gehen wir weiter. L'eau coco. Tu as bu le coco? Oui, oui. Ça te remet en forme? Oui, récupérer les hommes fatigués. Récupérer les muscles. Oui. Zurücktragen die Füße leichter. Aber wir müssen auch wieder ein paar Mal bergauf gehen. Also es geht nicht nur bergab. Es ist halt so, wie es ist. Ja, aber es ist super schön. Ich freue mich so, sich auszuschaffen. Den Körper frei zu kriegen, auch ein bisschen zu ermüden. Und dann setze ich mich noch an den Schreibtisch nachher. So kann man das in den Tag integrieren. Und ich bin ja auch immer so erreichbar, weil hier gibt es überall G5, manchmal G4. Man sieht ja auch ab und zu mal irgendwo im Hintergrund einen Mobilmasten. Also die sind hier wirklich flächendeckend perfekt aufgestellt. Ich hatte vorhin auch eine kurze Videokonferenz mit WhatsApp-Video oder FaceTime, glaube ich, heißt es bei Apple. Und einfach perfekte Qualität. Und dann ist es ja auch noch so, dass das alles keine Roaming-Gebühren kostet, weil wir ja hier auf Réunion in Europa sind. Sofern man mit einem deutschen Vertrag unterwegs ist. Ich bin jetzt mit einem französischen unterwegs, mit dem Handy, mit dem Haupthandy. Aber die Preise sind auch nicht höher als in Deutschland. Ich glaube, ich zahle 20 € oder was und habe 25 Gigabyte oder 30. Und das passt dann schon. Das brauche ich nie im Monat. So, immer weiter runter. Merkst jetzt auch in den Ohren, sind jetzt wieder abgestiegen auf so 670 Meter. Das heißt, ich denke mal noch schlappe 200 oder so, da müssten wir wieder unten sein. Und dann reicht es aber auch für heute. Weiß nicht, es werden dann am Ende 14 Kilometer oder so sein. Und das ist schon ganz gut. Da sind wir wieder angekommen. Voilà, on a terminé notre balade. Oui, On a terminé notre balade. encore une fois, merci beaucoup. En 4h10. 4h10. Moi j'ai dit le retour. Retour à la maison. Ja genau, aber ich bin echt jetzt doch ganz schön im Eimer. Je suis fatigué. Je suis fini? Terminé, Je suis fini, terminé. Encore une fois. Et je prends Surtout pour moi quand on est retraité. retraité. C'est dur, la vie, hein. Ne pas l'attendre pour moi. Ok, au revoir. Au revoir.